Wir haben jetzt mittlerweile September. So was ist ärgerlich. Das ist schon mal gut gelaufen. Ich mag den. Ich bin irgendwie total gestresst. Das Fahrerhaus kriegen wir nicht mehr gekippt. Also der Filz ist wirklich mega. Ich fand, das ging halt super leicht. Das ist irgendwie so, als würde ich jetzt so langsam realisieren, auf was ich mich dann auch so eingelassen habe. Wir sind Yvonne und Nikolas. Reisen ist unser Leben. Unsere Jobs haben wir gekündigt, um etwas völlig Neues zu beginnen. Als digitale Nomaden wollen wir in unserem Expeditionsmobil die Welt bereisen. Komm mit und begleite uns auf unserem Weg. Was machst du hier so Schönes? Wir haben jetzt gerade den Dachdeckel runtergenommen. Der soll vergrößert werden, erweitert werden, kriegt eine Reling, damit wir die Reifen darauf transportieren können oder einreifen und so andere Sachen halt noch. Den geben wir jetzt Steffen mit, der uns den fertig macht, und ich werde jetzt noch einmal unsere Flutlichter abschrauben, damit er daran arbeiten kann. Leider hat sich das Umbauen der Starterbatterien in den Fahrgastraum als nicht so vorteilhaft herausgestellt. Das Problem ist, dass hier am Fahrersitz diese Batterie stört halt so ein bisschen, wenn der Fahrersitz schwingt. Weiter vor geht bei mir nicht, weil ich habe halt etwas längere Beine. Ich würde eher noch gerne weiter ein Stück zurückgehen, und von daher habe ich mich jetzt dazu entschieden, die Starterbatterien wieder umzusetzen. Und zwar hinten in eine der Stauboxen. Also die Batterien, die sind ja schon hammerschwer. Und da hatte ich mir überlegt, gut, damit die Staubox das auch wirklich tragen kann, baue ich eine Sipro-Platte hier unten rein. Da kommen dann die Batterien drauf. Das Ganze wird zusätzlich nochmal mit einem Träger unterstützt. Den baue ich hier dran, dort an den Rahmen. Und der unterstützt dann nochmal die Staubox. Eine Sipro-Platte, das ist auch eine dickere Platte, die hat 20 mm oder 25 mm, bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Ja, das mache ich jetzt. Bevor ich die Staubox anbringe, muss ich hier noch ein Loch stopfen. Das ist aufgrund des Umbaus der Standheizung zustande gekommen ist. Ich weiß nicht, ob man das sehen kann. Also hier ist ein Loch. Da sieht man vielleicht nur meinen Finger. Das ist das Licht sozusagen vom Kofferraum. Das muss zu. Da komme ich ja niemals ran. Dann braucht man die Hände einer koreanischen Hebamme. Das sieht gut aus. Ich werde das da dran nochmal verschmieren und dann soll das dicht sein. Und hinzu werde ich dann nochmal das Loch schön mit Brunnenschaum dicht machen. So, Träger ist dran. Die Löcher waren schon vorher drin. Sind auch Karosserieschrauben drin, vernünftige. Und jetzt packe ich da mal die Staubox drauf. Also würde ich sagen, gut, der liegt jetzt noch nicht ganz auf, aber der wird ja eh noch verschraubt. Jetzt habe ich die falsche Schraubenlänge bestellt. Das ist die Idee. Ist aber zu kurz. Und so eine Schrauben aus dem Baumarkt. Also A ist die Frage, ob man überhaupt sowas da kriegt. Naja, und dann halt auch in der Festigkeit. Ne? Das ist jetzt eine 10.9. Mann, ey. Sowas ist ärgerlich. Keine Ahnung, wieso ich mich vermessen habe da. So, jetzt baue ich die Starterbatterien aus und packe die erstmal gleich in die Staubox, um zu gucken, wie die da so reinpassen. Und wie ich dann nachher die Airline-Schienen zur Befestigung dann setzen muss. Jo, 24 Volt. Dann würde ich sagen, nehme ich mal
als erstes den Pluspol ab. Ne? Ja, ich schätze, ich werde die so einbauen, so dass ich jeweils da eine Airline-Schiene und hier hinten dahinter eine Airline-Schiene einbauen werde und die dann einmal so mit dem Spanngurt befestigen werde. Ich habe extra dafür eine Ultralight Airline-Schiene gekauft, extra schmal, das ist irgendwie 2,5 cm groß. Diese Holzleiste ist dafür da, dass die Batterien nicht in die Wand donnern hier. Nur die Batterien packe ich so rein, dass die mit dem Plus-Minus-Pol gegenüberliegend sind, sodass die Brücke für 24 Volt möglichst kurz ist. Genau, hier ist noch ein bisschen Luft dazwischen. Da wollte ich halt einen Gummi dazwischen setzen, damit die Batterien nicht so aneinander scheuern. Aber so sollte es halten. Hier würde ich dann jetzt noch eine Wand einziehen. Hier kommt dann noch irgendwie was drüber, sodass man das obere Fach hier dann irgendwie auch noch nutzen kann. So, da muss ja auch alles gerade sitzen. Diese Wand hier, das ist auch irgendwie Trompetenblech oder was, ich weiß es nicht. So habe ich mir das gedacht. Das Gummi hier, das ist von so einem ehemaligen Förderband. Das hat den Vorteil, dass das extrem abriebsfest ist, weil da noch so ein Gewebeband dazwischen ist. So, ich nehme jetzt hier die Kabel raus. Das hier ist das dicke Kabel für die Brücke. Das ist das lange Kabel, das dann hin zum Batterietrennschalter führt. Und das muss dann einmal nach da hinten in die Staubox gelegt werden. Und mittlerweile habe ich auch die Schrauben gekriegt. Kabeldurchführung habe ich auch schon gesetzt. Das Kabel habe ich von vorne aus dem Fahrerhaus jetzt nach hinten schon durchgezogen. Jetzt werde ich noch die Batterien einbauen und anschließen. Ja, die Masse, also über die Masse hatte ich mir noch Gedanken gemacht. Ich würde die ungern irgendwie hier an irgendwas Verschraubten an der Box anbringen. Also ich denke, ich könnte das Kabel irgendwie hier anbringen. So, das ist die Plusleitung hier. Also daraus schneide ich dann ja noch die Minusleitung. 50er Kabel mal eben durchschneiden. Die Minusleitung ist das jetzt hier, da hinten kommt die Plusleitung ran. Hier kommt die Brücke hin. Und für die Brücke habe ich auch schon was vorbereitet. Das kommt dann hier so ran. Ich löte das immer ganz gerne fest, gerade jetzt da unten, wenn es außen am Fahrzeug verbunden ist. Ja, ich denke, es gibt nochmal eine zusätzliche Sicherheit. Ich werde es auch nochmal zusätzlich festkrimpen, dass falls dann da doch mal irgendwie ein Ast oder sowas hinterhakt, naja, bilde ich mir zumindest ein, dass es dann noch ein bisschen fester, ein bisschen widerstandsfähiger ist. Ich habe da jetzt auch Kupferpaste drauf gemacht, um einerseits die Kontaktstelle des Kabelschuhs vor Korrosion zu schützen und naja, gleichzeitig erhöht das natürlich auch die Leitfähigkeit. Ich habe das vorher sauber gemacht mit einer rotierenden Drahtbürste. Mann, warum muss beim LKW immer alles so hoch sein, dass man da nicht vernünftig im Liegen rankommt? Okay, das ist schon ganz gut fest. Ein bisschen Isolierband klappt es auch mit der Kabeldurchführung. Irgendwie so. Gut, so. Den so gedreht. Fertig installiert. Hier haben wir die Brücke auf 24 Volt. Plusleitung, Minusleitung. Ich würde sagen, wir machen mal den ultimativen Test und starten den LKW. Okay, Spannung haben wir schon mal. Vorglüheinrichtung an. Ja, okay, er läuft. Das ist schon mal gut gelaufen.
Ich denke, das, was ich hier jetzt noch machen werde, ist irgendwie, dass die Pole abgedeckt werden. Ich habe da mal ein größeres Gummi genommen und einfach über alle Pole rübergelegt. Und so, das ist es jetzt. Wir haben jetzt mittlerweile September und ich bin irgendwie total gestresst, weil wir uns irgendwie immer wieder vornehmen, dann zeitig loszukommen. Und klar, der Termin verschiebt sich immer irgendwie weiter nach hinten. Aus Juli ist mittlerweile Oktober geworden und ich realisiere gerade so, dass auch Oktober wahrscheinlich nichts werden wird. Also ich merke halt, dass die Dinge, die jetzt am LKW kommen, dass die noch viel, viel mehr Zeit in Anspruch nehmen. Das ist irgendwie so, als würde ich jetzt so langsam realisieren, auf was ich mich dann auch so eingelassen habe mit dem LKW, dass doch relativ viel Recherche nach den richtigen Teilen irgendwie das meiste an Zeit in Anspruch nehmen wird. Und dann kommt ja auch noch der Einbau. Ne? Yvonne sagt halt immer, wir kommen dann los, wann wir loskommen und stresst dich jetzt nicht so. Ich glaube, ich muss jetzt erst noch begreifen, und vielleicht bin ich auch gerade so dabei, aber ich denke, ich muss noch begreifen, dass die Reise eigentlich schon längst begonnen hat und die Reise hier stattfindet und nicht erst, wenn der LKW fertig ist. Unser Gepäckträger ist jetzt gekommen und der sieht hammergeil aus. Ich freue mich, also echt cool. Steffen hat den fertig gemacht für uns und ich hatte erst noch gedacht, dass er so richtig wuchtig wird, irgendwie so, wie soll ich sagen, dass er eher wie so ein aufgesetzter Hut aussieht. Es ist echt super geworden, also von den Proportionen auch. Bin gespannt, wie der aussieht, wenn wir ihn nachher drauf haben. Ich mag den. Und glaubst du, dass wir da alles raufkriegen? Der Reifen wird natürlich den größten Teil einnehmen. Hier, auch so diesen Teil, wo du Kisten raufpacken kannst. Also hier kommt ja vorher noch die Aluplatte wieder drüber. Und dann werden wir hier Airline-Schienen dran machen. Und dann kann man das auch vernünftig verzurren. Also hier ist die Aufnahme für die Kräne. Das zeigen wir nachher nochmal besser. Das Gute ist, dass man dann den Kran links und rechts jeweils nutzen kann. Ob wir nur den Reifen links oder rechts fahren, das machen wir dann davon abhängig, wie so die Lastverteilung von dem LKW ist. Ist das jetzt unser Fahnenmast für Deutschland, Nico? Ja, genau. Die Schüssel ran. Die Satellitenschüssel für RTL, meinst du? Musst du noch kurbeln. Ziemlich genau 90 Kilo. 90? Ja. Alter Falter. So, das wäre jetzt deine Höhe. Ich glaube, das Fahrerhaus kriegen wir nicht mehr gekippt. Dann müssen wir uns was einfallen lassen. Das ist ganz schön schwer. Das finale Teil kommt dran. Und dann ist unser Gepäckträger vollständig. Das ist eine Aluminiumleiter, die eigentlich für einen Defender gebaut wird. Und die ist super leicht. Wir haben lange danach gesucht, die richtige Leiter zu finden, die halt auch an unseren Odin passt. Und die kannst du halt an einem kleinen Finger kannst du sie tragen. Ne? Auch wenn wir sonst nicht auf Gewicht achten. Also eigentlich tun wir es schon, aber gerade jetzt so, wenn man an den Gepäckträger denkt, das ist eine komplett aus Stahl, die Konstruktion. Naja, aber man muss ja irgendwo anfangen. Ne? Der kommt dann hier so ran. Und ich würde sagen, das passt. Jetzt passen wir die Leiter an. Wir müssen gucken, dass sie dann auch gerade dran ist, weil das Fahrerhaus ist ja, hat ja so einen Knick da drin. Bisschen nach links. Ja, so ist gerade. Unten haben wir so ein bisschen das Problem, dass die nicht ganz plan ranpasst an die Kabine. Da muss ich mir gleich noch was einfallen lassen. Oben liegt es an, unten haben wir eine Lücke.
Und wenn ich das jetzt festschraube, dann drückt sich das hier sozusagen in das Fahrerhaus rein. Das ist irgendwie nicht so gut. Ich mache halt einfach Sikaflex darunter. Und hier wirklich alles voll. Dann dicht machen wollte ich das sowieso hier unten, die Bohrlöcher. Drück das nur an, nicht komplett. Warte, bis es ausgehärtet ist und dann ziehe ich das mit Schrauben fest. Die Verkleidung für unsere Türen sind schon richtig cool geworden. Also der Filz ist wirklich mega. Verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Der ist echt richtig super. Und den werde ich jetzt für die Rückwand einmal anfertigen und für unseren Fahrerhimmel. Dafür habe ich ein Muster, eine Schablone schon mal angefertigt. Und damit werde ich jetzt den Filz für unsere Rückwand einmal zuschneiden. Jetzt einmal hier so fixiert, um zu gucken, ob das soweit irgendwie passt. Ein bisschen nachbessern muss ich noch an ein paar Stellen. Also der Filz, der vergibt kleine Fehlerchen. Zum Beispiel hier habe ich zu extrem ausgeschnitten, aber das kann man irgendwie noch gut so zusammenziehen. Beim Kleben wird das kein Problem sein. Das werde ich noch vorher einmal weiß lackieren. Hier oben kommt ja auch der Filz überall rüber. Da wird man das Rot auch nicht mehr sehen von der Feuerwehr. Der Filz wird hier vom Fahrerhimmel hier so reingesteckt. Die Leiste wollen wir gerne rot lassen, so als Andenken an die Feuerwehr. So ein bisschen Charakter soll er auch noch behalten. Ich habe jetzt, wie ich schon gesagt habe, hier alles gestrichen. Vorher habe ich noch das einmal gefilzt. Finde ich auch richtig schick geworden. Jetzt habe ich hier alles schon mal so rangeklebt und zurechtgeschnitten. Und jetzt werde ich mich von innen nach außen vorarbeiten. Und dafür nehme ich so einen Kleber und einen Pinsel und so eine Rolle. Und dann geht's jetzt los. Das hat jetzt so circa 20 Minuten gedauert und ich fand, das ging halt super leicht. Der Filz verzeiht wirklich viele, viele Sachen. Ich finde es ganz gut. Ja, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Also für den ersten Versuch, finde ich, ist es ganz cool geworden. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Daumen da. Genau, abonniert unseren Kanal, schreibt uns gerne. Habt ihr vielleicht eine Frage zu den Dingen, die ihr gesehen habt? Möchtet ihr irgendwas genauer beschrieben haben oder mal ein Video drüber haben, wo wir ins Detail gehen? Und ansonsten sehen wir uns das nächste Mal. Bis dann! gibt es da irgendwie Biologen unter uns? Rumwurst, wo gibst du was hin? Und bis jetzt war es auch eine gute Entscheidung. Praxistests, da stehen auch aus. Wir sind sozusagen die Stallknechte.